Hallo Lego-Freunde und willkommen heute zu einem weiteren Stadt-Update. Und wie ihr seht, der Kasten ist da, ganz viele Umzugskartons, lang wird es nicht mehr dauern und dann wandert diese Stadt auch ein Stückchen weiter. Auf jeden Fall geht es heute weiter mit unserer Stadt logischerweise, und zwar habe ich wieder was bestellt von Bricklink. Wir haben wieder Grünzeug in Tütchen. Einmal Pflanzen, einmal Blätter, Gebüsch oder was auch immer, wie man das nennen möchte. Auf jeden Fall, es geht weiter. Und zwar, heute habe ich, also vorab, danke für die super Resonanz zu diesem Bahnhofsgebäude, wo viele auch gemeint haben, das ist eine Station, weil es so klein ist, aber ja, also es ist schon ziemlich groß. Aber wie auch immer, danke für die zahlreichen Tipps, wie ihr auch gesagt habt, wie ich das oben verbessern kann und sonstiges. Auf jeden Fall werden wir heute eine Absperrung dazwischen machen. Als erstes bauen wir jetzt einen Zaun als Absperrung zwischen den zwei Gleisen hin. Und dann schauen wir mal, wie das so ausschaut. Also bis gleich. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe nur eine kleine Bestellung von diesen Schottersteinen verwendet, einfach damit ich ein Gefühl habe, wie das so ausschaut. Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Das bedeutet, beim nächsten Mal werden wir einfach mehrere dazu kaufen. Die Schienen werden wir das nächste Mal machen. Ich habe es vorher nämlich probiert und zwar geht es nicht, weil mir fehlt hier ein spezieller Stein, diese Dachrinnen, falls ihr die kennt. Die können da unten nämlich, damit man das ein bisschen schön verbauen kann. Das heißt, die werden wir das nächste Mal machen. Bei der Zaunbestellung waren noch andere Zäune dabei. Die grauen hier, und die werden wir jetzt da hinten platzieren. Sieht doch gleich viel schöner aus, wenn eine Absperrung ist. Ich glaube, da werde ich mir auch noch ein paar dazu holen, dann werden wir das bis da nach hinten vollfüllen. Das heißt, unsere Passagiere können da jetzt nicht mehr runterfliegen. Außerdem habe ich ein paar von diesen Teilen hier bestellt, damit wir auf unserem Gehsteig dann ein paar Sachen draufstellen können, wie zum Beispiel eine Parkbank oder ein Mistkübel. Das werden wir auch erst später verwenden, wenn wir mal den Gehsteig bebauen. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr so lange dauern, weil die Steine haben wir ja. Bezüglich dem Parkplatz, der auch in Zukunft kommen wird, also alle diese größeren Sachen, wo jetzt mehrere Steine beansprucht werden, die werde ich erst nach dem Umzug machen, weil es einfach meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll ist, alles jetzt voller Steine zuzukleistern und dann wieder alles aufzumachen und das zu transportieren. Das ist generell jetzt schon sehr viel Arbeit, weil das, was ich mache, ist halt kontraproduktiv, aber ich möchte halt trotzdem alle 2 Wochen ein Stadtupdate haben. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich werde diese Stadt abbauen, sie wird nochmal aufgebaut, genau gleich wie sie ist, also zeige ich mal die Fläche, der Teil. Der restliche Teil, der kann gerne verschoben werden, ein neuer Plan gemacht werden oder sonstiges, aber dieser Stadtteil bleibt so. Und deshalb plane ich halt jetzt auch ein paar Sachen für die Zukunft vor, die ich aber nicht machen kann, weil es einfach nicht sinnvoll ist, weil ich dann die ganzen Steine nämlich wieder weggeben muss. Das wäre ja unser Parkplatz für unseren Bahnhof. Und ich habe das schon mal auf einer kleinen Platte vorgebaut. Und zwar wollte ich dieses P machen als Parkplatz. Nicht wundern, da kommen auch noch blaue Steine rein, aber ich habe aktuell keine. Und ich wollte dich mal fragen, ja, was hält ihr eigentlich davon, wenn man das so hinbaut? Dass man da jetzt zum Beispiel eine Parkfläche hinmacht. Die ganzen werden natürlich dann mit diesen Flat-Tiles ausgekleistert, also da wird alles schön gemacht, schön glatt gemacht. Hier habe ich mir überlegt, dass hier einfach große Mülltonnen hinkommen. Da habe ich noch welche, die auch noch aufgebaut gehören. Ich möchte euch fragen, was meint ihr, passt das so? Und das da würde ich dann halt 2 oder 3 Mal machen, kommt darauf an, wie ich das hier noch zubauen werde. Weil hier kommt ja unsere Station hin. Aber was meint ihr? Ja, nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Was ich heute auf jeden Fall in Angriff nehmen wollte, war diese Mauer, weil ich habe euch ja im letzten Video gefragt, wie können wir diese zwei Teile schön miteinander trennen, ohne da jetzt einfach 3 Noppen hochzuziehen und einfach durchgehende Wand oder es offen zu lassen. Und ihr habt echt viele Vorschläge mir geschrieben, danke nochmal dafür. Und zwar bin ich jetzt zum Entschluss gekommen, dass ich hier eine Mauer machen werde. Ich zeige euch jetzt ein paar Bilder und ihr schreibt dann rein, ja, erstes, zweites, drittes Bild, und das versuche ich nachzubauen. Ich habe mir auch überlegt, um ein bisschen mehr Leben in die Stadt reinzubekommen, beziehungsweise eigentlich weniger Leben, weil ich möchte hier einen verlassenen Bahnsteig bauen. Da hat mir auch jemand von euch reingeschrieben und ich finde die Idee super. Und zwar werde ich den ziemlich klein bauen, circa so breit wie meine Hand gerade ist. Also circa eine Schiene, den werden wir jetzt dazwischen bauen. Und ich schaue, was ich mit meinen Fähigkeiten alles machen kann und möchte halt diesen Bahnhof so richtig zerstört hin platzieren. Es soll eher so einfach ein Bahnsteig sein, der einfach schon verlassen ist. Und dann vielleicht so irgendwie noch einen alten Weg, der von hier noch darüber führt, also nicht über die Gleise, weil die sind ja neu, aber einfach nur so einen kleinen Weg andeuten, der dann hier noch hinführt. Und mit Hilfe von diesem Zaun, dass ich den vielleicht ein bisschen hier offen lasse oder eine schiefe Tür einbaue, so dass es ausschaut, hey, da ist etwas Zerstörtes, und ich finde die Idee ziemlich cool. Und ich schaue mal, wie ich es hinbekommen werde. Bedeutet, ich werde jetzt einfach mal einen verlassenen Bahnsteig bauen. Na gut, ihr habt es gerade gesehen, was ich gemacht habe. Einen alten, kleinen, verlassenen Bahnhof. Ich finde es ziemlich schön, also mir gefällt es sehr. Ich zeige jetzt ein paar Details. Vor allem hier die Unebenheiten, dass es einfach kippt. Also hier ist es ungerade, hier ist es ungerade. Hier fehlt zum Beispiel das andere Teil, damit die Bank gerade steht. Und da habe ich halt noch die Uhr dran geklatscht, die ein bisschen runterhängt. Und da habe ich das Glas rausgenommen, einfach nur ganz viele kleine Details, wie die Spinnen zum Beispiel. Und hier ist halt der Weg, von dem ich vorher gesprochen habe. Der ist mir eigentlich auch ziemlich gut gelungen, meiner Meinung nach. Schreibt mir auf jeden Fall aber eure Meinung, wie ihr das Ganze findet. Am Anfang habe ich mir gedacht, schade, ich habe kein Braun da für einen alten Bahnsteig. Aber ich finde eigentlich, es passt so vollkommen. Ist halt den gleichen Ton wie von dem Blankett von dem. Aber ich finde, das passt eigentlich vollkommen. Als nächstes werde ich mal probeweise diese Fläche asphaltieren, also einfach die Steine draufsetzen. Nachdem ich die kleine Fläche hier mal ausasphaltiert habe, wollte ich euch noch meine Gedanken mitteilen. Und zwar hier werde ich so einen Blumentopf machen, ein Blumenbeet, so wie es Bob Wicken bei seiner Straßenüberquerung gemacht hat. Der hat nämlich da auch so eine Zugstrecke und dort hat er überall diese Blumenkisten hingesetzt. Die möchte ich auch machen, da fehlen mir aber leider die Steine hier, keine Ahnung wie die heißen, in braun, weil braun einfach viel schöner ist als grau. Deshalb kommt das auch nächste Woche dran.
Und daneben wird ein Fahrradständer sein, so dass die Leute auch ihr Fahrrad hier hinstellen können und dann in Ruhe zum Zug gehen können. Mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich die Reihe so oder so wieder abtrennen muss, wenn ich das Ganze verlagere. Na gut, ich würde mal sagen, wir haben in nächster Folge sehr, sehr viel vor. Und wir werden alles machen, damit es jetzt ein bisschen schneller vorangeht. Es ist halt richtig blöd aktuell wegen dem ganzen Umzug. Ich habe es schon 1000-mal erklärt. Aber ja, bevor ich das Video beende, möchte ich noch jemanden grüßen, und zwar Ja Productions. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, keine Ahnung. Ich habe dein Video zwar so oft angeschaut, aber ich kann es aber nicht aussprechen. Er steht auf jeden Fall kurz vor 500 Abonnenten, macht Reviews über Star Wars. Sehr interessante Videos auf jeden Fall. Ich finde Star Wars generell sehr interessantes Thema. Leider passt es halt aktuell überhaupt nicht irgendwie in die Stadt hinein. Und ja, vielleicht beginne ich auch irgendwann mit Star Wars zu sammeln. Auf jeden Fall schaut gerne bei ihm vorbei. Ansonsten würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, Verbesserungsvorschläge, schreibt sie mir gerne hinein. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Hier ist alles super. Hier ist alles gut.